Also bisher ist es mir nicht wirklich aufgefallen, weiß ich nicht. Also in Vorlesungen jetzt eher nicht, aber in so Seminaren wird es uns auch beigebracht. Also dass man jetzt nicht alles einfach so glauben soll, was der Professor einfach vorträgt, sondern selber recherchieren. Heißt aber im Wesentlichen im Rahmen der Vorlesungen und Veranstaltungen zu versuchen, auf einen gemeinsamen Konsens zu kommen. Da ich Soziologie studiere und das Studium aus vielen Diskussionen besteht und aus vielen verschiedenen soziologischen Theorien, die sich miteinander nicht unbedingt verknüpfen lassen, muss ich quasi alles, was ich lese, kritisch hinterfragen und vielleicht schauen, ob es noch andere Ressourcen gibt, die mir andere Ergebnisse liefern. Ja, aber ich finde, in den Vorlesungen kann man ruhig mehr kritisch hinterfragen und auch Perspektiven halt auch, also Themen aus unterschiedlichen Perspektiven immer darstellen. Yes, in microeconomics, we are seeing like the decision making between when you're going to buy something or when you're looking at your expenses. Wenn mir irgendeine Aufgabenstellung vom Prof gegeben wird, dann und er sagt, okay, so und so sieht es aus oder so und so machen das die Unternehmen, dann versuche ich schon rein zu versetzen, okay, wieso überhaupt macht man das? Oder ist die Aussage überhaupt korrekt, die er jetzt getroffen hat? Weil normalerweise nimmt man ja mal an, das, was der Prof sagt, ist natürlich richtig, aber man sollte schon immer hinterfragen. In Lehrveranstaltungen, die ich größtenteils kenne, wurde ich tatsächlich nicht so sehr zum kritischen Denken angeregt, weil die Taxonomiestufen, auf denen wir uns bewegt haben, eher auf der Wissensbasis waren. Und dementsprechend musste ich mich nur an die Dinge erinnern, die gesagt wurden. Und dann wurde ich gar nicht dazu angeregt, eigentlich kritisch nachzudenken. Wozu ich schon dann kritisch nachgedacht habe, war vor allem in Lehrveranstaltungen, wo wir dazu angeregt wurden, mal darüber zu reden, was wir gerade gelernt haben, wo dann auch Prüfungsformate beispielsweise anders waren, wie Hausarbeiten, um da auch die Themen wirklich zu durchdringen. Oder ja, Fachgespräche zum Beispiel halte ich auch für einen guten Punkt, um kritisch nachzudenken.